Ich bin Hubertus, bin Biobauer, lebe mit Familie glücklich dort unten. Und jetzt habe ich mit 2 Freunden da drüben eine Strandbar eröffnet. Habt ihr das prinzipiell überhaupt schon mal gemacht? Ich dachte, die Jungs machen das. Kumpel Christoph ist Koch. Nico Orthopädie-Technikmeister. Also das wird hier auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Zusammen mit seinen beiden Freunden will Hubertus seine Biowürstchen am Badesee verkaufen. In der Erntezeit, neben der Arbeit auf seinem Bauernhof. Kann das klappen? Oder geht Hubertus mit seiner Idee baden? Auf den Knien. Also die Fliesen werden nicht aussehen wie neu. Eher wie vom Bauernhof. Ja, müssen sie aber. Ich hätte noch was, mit dem es besser geht. Komm, ich schraube mal ein bisschen. Ich war tatsächlich gerade im Supermarkt und habe schnell Putzausrüstung geholt, weil uns die Putzfirma enttäuscht hat. Hat sitzen lassen, oder wie? Ja, komplett. Ja, das war komplett anders geplant. Eigentlich wollte ich heute in einen sauberen Laden reinkommen und wollte noch gucken, ob die Küche richtig aufgebaut wird. Ja, geil. Du hast nicht gekommen, keine Ahnung. Echt? Ja. Die Leute von der Küchenfirma dagegen sind pünktlich und haben keine Zeit lange zu warten. Seht zu. Seht zu heißt? Ja, 10 Minuten. Also es muss jetzt gemacht werden. Ja, ruhig so. Nein, sonst Dampfreiniger noch holen. Hol doch einen. Gut, wenn es richtig sauber werden soll, oder? Dann. Ja. Ich würde jetzt mal meine Mutter anrufen. Hast du das Telefon, Christoph? Kann ich mal dein Du Telefon hast ja kein Telefon, ne? Man glaubt es ja kaum, aber er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der wirklich kein Handy hat, ne? Im Ernst? Ja, im Ernst. Vater, moin. Grüß dich. Ich habe vom Christoph das Handy gerade. Wenn du willst, kannst du beim Güllefahren da mal gucken. Also ich habe Nils eigentlich alles erklärt, wo er fahren soll. Statt das Problem mit dem fehlenden Dampfreiniger zu lösen, kümmert sich Hubertus darum, wie viel Gülle auf welches Feld soll. Höhle Hegebürge 20 Kubik, Flugplatz 10, Ziegenkopf 20. Und wenn dann noch was übrig ist, dann auf die Wiesen fahren. Bei aller Liebe haben wir echt viel Geld in die Hand genommen. Und das so knapp nach Corona oder nach dem gefühlten Ende nach Corona ist das schon auch mit ein bisschen Risiko verbunden. Ja, ach komm, Unsinn. Nee, das macht dann keinen Sinn. Dann machen wir mit Hand und Lappen so grob sauber. Genau, so machen wir es. Wiederhören, bye bye. Dann muss es irgendwie so gehen, ne? Dampfreiniger klappt nicht. Hubertus' Mutter ist krank. Haben wir noch einen anderen, den wir jetzt anrufen können? Nee. Also das wird hier auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Das ist tatsächlich eins von 2 Stücken, die wir aus der alten Bude behalten. Und das andere wird neu. Soll schon ein Imbiss bleiben, aber wir wollen halt all diese Sachen, die ja jeder weiß, wie sie schlecht gehen, wollen wir schon austauschen. Deswegen macht ja der Hubi die Wurst, wir kochen die Soße selber. Wir versuchen das Ganze schon einigermaßen in der Region zu lassen. Statt Pommes gibt es Drillinge, statt Mayonnaise gibt es grüne Soße. So, wir machen Keine dann. Pommes am Imbiss? Und wenn es komplett nach hinten losgeht, dann gibt es halt nächstes Jahr wieder Pommes, aber ich glaub's nicht. Nico ist da Oh, hast du extra noch mal ein Hemd angezogen? und die 3 Freunde sind komplett. Ich bin von der Reinigungsfirma. Ja, das ist total gut. Wenigstens die ist gekommen. Sehr schön. Ja, und wie weit sind wir? Fertig. Ha? Fertig? Brauchst du noch die Speisekarte aufnehmen? Ich habe genau 20 Minuten. Nico ist vor kurzem zum ersten Mal Vater geworden und hat als Orthopädie-Technikmeister sein zweites Sanitätshaus eröffnet.
Jeder hat ja sein eigenes Business und da muss man halt sich immer just in time gut updaten, dass auch jeder irgendwie weiß, was geht gerade. Ne? Jeder ist für sich total unterschiedlich. Jetzt muss man sehen, dass man das irgendwie alles ganz gut miteinander verzahnt. Und das ist halt total spannend. Seid ihr auch nah am Wasser gebaut? Es ist uns zugeflogen, hätte ich fast gesagt, ja. Also mir hat ein Vögelchen zugerufen, am See wird der Pächter aufhören und dann habe ich Nico angerufen. Und der war gleich auch begeistert, oder? Ich war ein bisschen reserviert am Anfang, aber also es hat nicht lange gedauert, um mehr zu wissen, dass man es einfach machen möchte. Ne? Ja. Zumal er mir Das ja war- schon immer mit einem Imbiss nervt. Ist ja schon seit 5 oder 6 Jahren, wir müssten mal einen Imbiss machen. Und dann haben die zwei mich ja hierher gelockt. Und das war auch noch so ein Tag wie heute, noch ein bisschen blauerer Himmel. Vorstellungskraft haben wir alle 3 ganz viel. Und jetzt stehen wir hier. Und es gibt ja das Sprichwort nicht umsonst, bei Geld hört die Freundschaft auf. Aber selbst das war bis jetzt auch kein Problem. So, weil es ist schon in ein paar Ecken explodiert, so was Investitionen angeht. Die haben sich verdoppelt. 35.000 € waren es allein für die neue Gastroküche. Und obendrauf kommen noch Personalkosten. Was Kalkulationen und so angeht, sind wir ja natürlich ein bisschen anders aufgestellt, weil wir nicht selber im Imbiss drin stehen. Weil das ist ja bei jedem anderen Imbissbetreiber so, dass der seine eigenen Stunden nicht so wirklich rechnet. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen anders ansetzen. Aber das ist schon irgendwie, haben wir es schon versucht, so romantisch wie möglich zu halten, was die Preise angeht. 4 € soll Hubertus Bio-Bratwurst hier später kosten. Aber wenn das erste Mal der Herd an ist und die Sonne durchs Segel dreht, dann wird's, glaube ich, dann fühlt sich's an. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es leicht wird. Ne? Alle 3 haben ja schon genug mit ihrer eigentlichen Arbeit zu tun. Hubertus führt einen Biobetrieb in Hombergshausen in Nordhessen. Seine Eltern wohnen einen Hof weiter. Hubertus Vater Helmut wird 80. Lange Zeit wusste er nicht, ob sein Sohn die Landwirtschaft übernehmen will. Null Interesse. Bis zu seinem 19. Lebensjahr. Null Interesse. Und dann war er in Neuseeland und kam wieder und wollte Landwirtschaft machen. Ne? Erstaunlicherweise hat sich das gut entwickelt. Ne? Auch spät noch. Ist nie zu spät, oder wie sagt man? Ne? Ein Mitarbeiter und der Praktikant helfen beim Steinelesen. Ah, endlich wieder Feldarbeit, ne? Ja. Nicht nur am See abhängen. Stimmt. Mal was Vernünftiges machen. Einmal am Tag. Ich mache das total gerne. Also es ist total guter Ausgleich. Das ist jetzt ein Feld, was relativ angenehm zu bearbeiten ist, weil nicht so viele Steine liegen. Hier ist fall nicht drüber. Grundsätzlich ist das eine Arbeit, die sinnvoll ist, weil wir Maschinen schonen dadurch, dass der Mähdrescher nicht in der Ernte halt irgendwie kaputt geht, weil er sich einen dicken Stein gefangen hat. Wer Lust hat, kann sich auch seine Bratwurst hier auf dem Hof verdienen. Genau, also Mitarbeit auf dem Hof, um dann hinterher am Imbiss essen und trinken zu können und baden zu gehen. Genau, ein bisschen Taschengeld verdienen. Also hiermit die Aufforderung, wir suchen immer Unterstützung. Er steht jeden Morgen mit einer neuen Idee auf. Zum Glück bremst ihn seine Freundin immer ein bisschen. Ich habe Bedenken, dass er sich irgendwann übernimmt. Ne? Mit vielen Dingen, die er bedienen will. Die Idee ist schon gut, ne? Aber es ist so viel Arbeit auf dem Hof. Ich werde ihn wohl manches Mal abholen müssen, wenn er mit der Badehose am See liegt. Ne? Genau, am 1. Mai ist Eröffnung. Bis dahin müssen wir erstmal die ganzen Steine gelesen haben. Ne? Feldarbeit geht vor, richtig? Gut, wenn du die Einstellung hast. Genau. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass du das vergisst. Ja. 2 Wochen später, Anfang Mai. Eröffnung am Badesee in Singlis im Borkener Seenland. Das Sonnendeck steht. Das angestellte Gastroteam ist motiviert. Koch und Betriebsleiter sind startklar. Von den Chefs noch keine Spur. Ich danke dir.
Also nächste Woche werden wir auch eine Kasse haben, ja. Nach und nach. Ne? Genau. Christos und Alex müssen improvisieren. Das Kassensystem fehlt noch. Und die geplanten Currywurst-Kreationen wird es heute auch noch nicht geben. In ungefähr 2 Minuten sind die Bratwürste fertig. Hubertus Biowurst ganz simpel im Brötchen. Mehr haben die 3 Freunde in der Vorbereitung nicht geschafft. Es kann schon für den Sommer ein richtig cooler Ort werden. Also ich bin sicher, dass wir nicht das erste Mal hier gewesen sind, oder? Also Nö, und nicht das letzte Mal. Ach so, ja, stimmt. Geschmeckt hat es ja auch noch. Weiß nicht, beim Brötchen bestimmt auch. Super lecker. Also regionale Produkte sind auf jeden Fall wichtig für die Region. Es gibt, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig Restaurants mit regionalen Speisen. Let me take you far away from here. Keine Sonne, kaum Leute, kein Chef. Hubertus ist noch auf seinem Hof beim Packen. Tiefenentspannt. Es geht los. Tiere sind versorgt. Schlafsack habe ich eingepackt und noch ein bisschen was Wolldeckiges. Was habt ihr vor? Naja, Eröffnung feiern, oder? Jetzt 4 Monate gebaut und geplant und jetzt wollen wir gebührend feiern, so gut es geht. Badewetter könnte besser sein, oder? Au, Badehose. Gut, dass du sagst. Ich hole mal eine Badehose. Optimistisch. Ja, die Badehosen sind mit Sicherheit noch auf dem Dachboden, denke ich mal. Aber ich habe eine Kurzhose gefunden. 15 Minuten braucht Hubertus vom Hof bis zum See. Das läuft ja alles nebenher und daher eher müde. Der Kopf dreht sich auf jeden Fall, weil ich nicht genau weiß, okay, was müsste auf dem Hof jetzt hier noch gemacht werden, was dann hinterher am See irgendwie dann nicht mehr erledigt werden kann. Und das wird dann erst so mit der Saison, wird es dann richtig, wenn wir so ein bisschen Routine haben und alle, glaube ich, alle wissen, was zu tun ist und wir auch ein bisschen uns auf die Leute, glaube ich, so ein bisschen eingestellt haben, dass wir dann auf jeden Fall mit mehr Freude an den See fahren. Jetzt ist es eher so, Oh, der Eismann. Wollen wir uns noch schnell ein Eis holen bei Angelo? Ich hoffe, dass du dann auch im Sommer am See immer mal vorbeiguckst, oder? Ja, wir müssen noch mal drüber sprechen. Ja, bereit. Danke fürs Anhalten. Ja, gut. Angelo fährt immer durch die Gegend und hat ja auch eine eigene App, dass man ihn immer finden kann. Aber ohne Handy muss man immer darauf hoffen, dass man ihm mal begegnet. Hat gut geklappt gerade. Das ist quasi der erste Arbeitstag. Wir kennen uns alle auch noch gar nicht so richtig. Ja, wird ein große Wundertüte. Nico ist inzwischen auch am See. Was schätzt du, wie viele Leute waren heute da bis jetzt? Im ganzen Tag 50, 55, 60. Ja, gut. Wenn ich noch dazu die Hunde und Katzen nehme, sind wir bei 100. Und die mehrfach hier waren. Ja, die habe ich schon gezählt. Also Casio Rakete live, das bin ich. Ich bin der Rakete und das ist mein Casio. Den Alleinunterhalter hat Hubertus organisiert. Ich steh vor deiner Tür, die Sterne leuchten über mir. Ich hab an dich gedacht und dir etwas mitgebracht. Ich singe dir mein Lied, denn ich hoffe, du magst Musik. Du magst Musik. Jetzt hör mir doch mal zu. I love you. Jetzt hör mir doch mal zu. Nico und Christoph sind etwas überrascht von Hubertus' Musikauswahl. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Sonne fehlt, aber ausprobieren wollen sie die neuen Schirme doch mal. Muss ja noch so ein Draht sein, muss das noch verbunden werden miteinander? Also so wie das Ding aussieht, würde ich sagen, habt ihr den vielleicht einfach falsch rum aufgebaut? Oder waren die so? Muss das nach unten? Da sind noch Kisten dabei gewesen, vielleicht müssen wir da mal reingucken. Ihr zwei habt ja überhaupt Und ich denke einfach mal, es ist heute eh kein Sonnenschein, also werden wir ihn heute vielleicht gar nicht brauchen. Aha. Da, er kommt! Nee.
So, achso, dann haben wir das. Christoph! Ja, hab ich doch gleich gesagt. Nach immer hierher kommen und immer neuen kleinen Problemen und großen Problemen ist auf jeden Fall das erste Mal so, dass es sich anfühlt, als wenn es bald losgeht. Also ein Geschäft zu eröffnen ist immer Risiko und wir sind ja 3 Unternehmer, wo jeder sein Business so eigentlich hat und auch das Gefühl kennt, eventuell auch mal da ein bisschen Sorgen oder zu haben. Von daher, also das ist ein Gefühl, was uns total bekannt ist und da haben wir ja keine Angst vor. Schiefgehen wäre natürlich richtig kacke, aber es Ja. ist ja ein kalkuliertes Risiko. Genau. Also wir haben jetzt nicht eine Million aufgenommen. Wenn es schief geht, ist auch nicht so schlimm, weil ein Mähdrescher wird dann verpfändet. Ja. Aber alleine wie oft ich Christoph die letzten Monate gesehen habe, habe ich den in den letzten 5 Jahren nicht gesehen. Man nimmt sich auf einmal die Zeit für was Gemeinsames, weil man auf einmal ein gemeinsames Thema hat, was man eigentlich täglich besprechen muss. Und das ist... Das ist nicht so leicht, wenn einer von den 3 kein Handy hat. Aus 3 Freunden sind jetzt auch Geschäftspartner geworden. Ja, total. Die 3 kennen sich seit mehr als 15 Jahren. Hubertus und Nico haben schon in ihrer Jugend zusammen Handball gespielt. Christoph war einer der ersten Stammkunden von Hubertus Biofleisch. Dass er heute Schweine hält, hätte er sich früher nicht vorstellen können. Na ihr? Ja, Wein. Ich war 10 Jahre Vegetarier und habe dann eben im Studium gemerkt mit Freunden, dass man immer so derjenige war, so der Sonderling, Bock auf Rüben. Und dann war ich ein halbes Jahr in Neuseeland, habe dann eben auch wurde immer gehänselt. Der Deutsche, der kein Fleisch isst, so wurde ich überall vorgestellt. Und dann habe ich da mein erstes Steak beim Barbecue probiert. Und da war eben genau dieser Moment, wo ich gesehen habe, wenn ich die Tiere kenne, wenn ich weiß, dass die Tiere irgendwie kurzen Weg der letzte Weg quasi, dass der eben kurz und eben mit wenig Stress verbunden ist, dass ich dann auch wieder die Tiere essen kann. Genau, und so haben wir dann bei uns nach und nach hier angefangen. Selber auf dem Hof schlachten und beim Wurstmachen dabei sein, das war für mich noch komplett Blut an den Händen haben. Das war auf jeden Fall, hätte ich nie gedacht, dass ich das irgendwann mal, dass ich das mal mitmache. Wie hieß denn meins? Meins hieß Hundeschwein, habe ich meins genannt, weil das so mega anhänglich war. Das tut richtig weh auf jeden Fall. Ne? Aber es hilft auf jeden Fall, dass man ganz bewusst ist, dass man wenig Fleisch isst und einfach dann auch oft darauf verzichtet, weil man eben genau dran denkt, dass die Tiere da irgendwie ihr Leben für gegeben haben. Um die Direktvermarktung kümmert sich Hubertus' Freundin Julia. Im Hofladen und auf dem Wochenmarkt in Homberg verkaufen sie ihre Wurst. Wir haben Eis mitgebracht. Bitte schön, gib mal einen Löffel. Julia und Hubertus haben 2 gemeinsame Kinder, Greta und Lori. Julia ist Lehrerin und seit die Kinder da sind, kümmert sie sich mehr um die Hofgeschäfte von Hubertus, als ihr manchmal lieb ist. Ja, ich habe seit neuestem den Namen Chefin hier aufgedrückt bekommen. Ob das die beste Position hier auf dem Hof ist, weiß ich nicht. Ja, also es war schon immer viel irgendwie, aber ich hätte nicht gedacht, dass es immer noch mehr werden kann. Dass es jetzt auch noch ein Seeprojekt gibt, das war mir tatsächlich auch nicht klar, dass da noch was dazukommen kann. Ja. Aber scheinbar geht das noch alles. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass wir jetzt dafür noch Zeit haben oder Hubertus, nachdem die letzten 2 Jahre nachdem wir einfach echt viel zu tun hatten und viel um die Ohren haben, war das nicht so das, womit ich jetzt gerechnet hätte. Ja. Und ich glaube, Hubertus wollte mich am Anfang auch noch begeistern, ob ich da nicht auch noch mit einsteige und mitmache, aber das habe ich von Anfang an gesagt, nee, das schaffe ich nicht, das will ich nicht. Ich glaube, das wird sich von alleine ergeben, dass wir einfach irgendwann auch mal gemeinsam mit Freude dahin gehen, weil eben klar ist, dass wir eben nicht zur Arbeit gehen und auch da keinen ernsten Auftrag haben, sondern dass es eher darum geht, dass wir einfach als Familie irgendwie Sonnenuntergang angucken, eine Wurst essen. Dass das eher einfach ein Ort der Erholung quasi am See sein wird. Also das ist so mein Traum. Könnte das klappen, Julia? Ich bin gespannt. Wie sieht das heute Abend aus, Hubertus, mit Kinderbetreuung? Ja, gestern Abend sind ja noch mal Ferkelchen geboren. Ja.
Da wollte ich heute Abend mich noch ein bisschen drum kümmern, aber da kann ich die Kinder ja mitnehmen. Und dann bringe ich sie nachher ins Bett. Greta wollte ja gerne noch ein bisschen mithelfen. Wäre gut, wenn du Lori mitnehmen könntest. Ja. Könnt ja später dann zum Essen kommen. Wenn das klappt. Ja. Wenn der Hauptgang durch ist. Ja. Einmal im Monat veranstalten Julia und Hubertus einen Menüabend im hofeigenen Biergarten Goldkehlchen. Nachdem die meisten Kneipen und Gasthöfe rundherum geschlossen haben, wollten die beiden gegensteuern und Menschen an einen Tisch bringen. Mehr Gemeinschaft und Kultur, das ist ihnen wichtig. Julia hat immer mal wieder in der Gastro gejobbt, auch in Christophs Catering-Firma. Im Goldkehlchen kocht heute eine befreundete Köchin mit hofeigenem Gemüse und Fleisch. Gute Köchin mit guter Gärtnerin. Ja, wir sind mal gespannt. Schon lange von gehört, noch nicht ausprobiert. Und jetzt das erste Mal. Und der Start war schon perfekt mit dem Spargelsüppchen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten und deswegen ist es, ja, so Veranstaltungen einfach schön. Gutes Essen ist ein Problem hier, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen sind wir hier. Ihre monatlichen Menüabende sind meistens ausgebucht. Die Strandbar am See steht dagegen noch ganz am Anfang. 3 Tage nach der verregneten Eröffnung. Probekochen für die neue Karte. Denn es soll ja nicht bei der Wurst im Brötchen bleiben. Christoph probiert gemeinsam mit Alex, dem angestellten Koch, die hausgemachte Currysoße. Auch als asiatische Variante. Wir machen auf jeden Fall immer Zwiebeln, Ingwer, Chili, Bananen, Äpfel, Zwiebeln, Äpfel, Curry, Äpfel. Und zum Schluss kommen auf jeden Fall Currypulver ran. Das rösten wir richtig an und lassen das ein bisschen karamellisieren mit braunem Zucker. Und dann kommen Schältomaten drauf. Sind wir schon nah dran an Schältomaten? Ja, wir sind fertig. Einfach gut. So, aber trotzdem so ein bisschen besonders. Die Soße kochen wir selber. Wir machen natürlich keinen Senf selber. Und die Brötchen kommen auch vom Bäcker. Aber sonst versuchen wir schon ein bisschen eigene Note reinzubringen, klar. Noch mehr? Ja. Habt ihr das prinzipiell überhaupt schon mal gemacht? Morgen soll der Regelbetrieb starten. Wenn du selber draufstehst, kannst du nicht ziehen, ne? Ja. Und du hast so recht, Christoph. Ja, ist ein bisschen knapp, oder? Mit Sicherheit, aber kein Problem, weil die Gäste, ich glaube, die tragen das mit. Ich glaube, die helfen im Zweifelsfall. Ich freue mich drauf, wenn im Sommer richtig, keine Ahnung, 100 Leute ein Eis haben wollen. Und dann sagen wir, komm mit rein und hilf uns Eis auszugeben. Und danach kriegst du 2 umsonst. Also, dass wir irgendwie versuchen, Leute zu mobilisieren, zu aktivieren. Hier, lass uns gemeinsam diesen See betreiben. Christoph, du schüttelst den Kopf. Ist das ein bisschen naiv? Nee, ich freue mich total darauf. Wenn wir mit dem Gesundheitsamt zusammen hier in der Küche stehen und wildfremde Leute Eis verkaufen. Ich dachte gar nicht, dass du zuhörst. Christoph ist Gastroprofi. Sein Videograf besucht ihn am See, um das neueste Kochvideo zu besprechen. Ey, auch nach 20 Jahren im Herd weiß ich ein bisschen Bescheid. Das Ding ist heiß, weil jeder sich ums Rampenlicht reißt. Und das ist geil, weil Konkurrenz Mit seinem Catering-Betrieb Fliegende Köche kocht Christoph regelmäßig mit und für bekannte Musiker. Er geht mit ihnen auf Tour, ist selbst großer Fan von Rapmusik. Frag dich, ob's dir das wirklich wert ist. Kochst du, weil's dir am Herz liegt oder weil der Scheiß zur Zeit Kommerz ist? Der Nick hat fleißig gedreht und wir waren mit ganz vielen Musikern da. Tim Bensko und Kool Savas und Glasperlenspiel und gucken gerade, ob daraus was wird oder nicht. Selbst wenn es überhaupt gar nichts wird, haben wir halt eine Woche Urlaub mit Kool Savas und Tim Bensko gemacht. Und als Rap-Fans ist für uns die Welt in Ordnung. Was ist denn eigentlich mit deinen Schuhen los, Christoph? Ich war heute Morgen so in Hektik, dass das aus Versehen passiert ist. Heißt es ein bisschen viel gerade? Ja, sehr viel gerade. Weil nach Corona geht es natürlich jetzt auch in meinem eigentlichen Job direkt weiter. Dann habe ich natürlich noch eine Familie, inklusive 2 Kids. Die haben gestern um 9:30 noch schnell Mathehausaufgaben gemacht. Guten Tag. Auch Nikos Zeit ist knapp. Hallo, hi. So. Er kommt direkt aus seiner Firma. Oh, 100%. Der Nico kennt mich gut. Schönen Schultaschenrechner. Ein Locher wird immer gebraucht. Und Ordner. Naja, wir müssen ja so ein bisschen ein paar Zettelchen mal lochen, ne, für die Lieferscheine und Kassenabschlüsse und derartiges. Und da es ja mein Business ist, war ich gerade einkaufen. Der Buchhalter ist da. Genau, der Buchhalter ist da. So sieht's aus. Genau. Ordnung ist das halbe Seeleben. Ja, ach, schön, Hubi.
Als Orthopädie-Technikmeister leitet Nico 2 Filialen. Und hier geht es deutlich strukturierter zu. Ich habe eigentlich genug zu tun. Ich könnte jetzt sagen, das ist mein Ausgleich. Das wäre aber totaler Quatsch, weil das ist tatsächlich kein Ausgleich. Aber da ich sowas schon immer im Kopf hatte, Kochen liegt mir schon immer so am Herzen und nach meiner Meisterprüfung musste ich mal ganz kurz durchatmen und bin quasi mit den fliegenden Köchen, waren wir auf Tour gemeinsam und mit Christoph genau und haben quasi dafür die Crew gekocht und waren mit denen ein bisschen on Tour im Nightliner gesessen, abends zusammen und so. Coole Erfahrung, auch sehr anstrengend, aber mega gut. Ja, das ist halt eigentlich total konträr zu dem, was ich jetzt tue oder was ich hier in meinem eigentlichen Job mache. Haben Sie das schon mitbekommen? Nee, tatsächlich habe ich das leider nicht mitbekommen. Auch wenn ich das ist jetzt für dich auch Stammkundin hier bin. Ja. Ein Freund hat mich angerufen und hat gesagt, dass ein Imbiss quasi zu pachten ist am Singlisser See. Und dann habe ich gesagt, ja wie, was, okay, der, ja. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ja, was heißt das jetzt? Ja, ich habe uns einen Termin beim Bürgermeister gemacht. Und jetzt bin ich Imbissbudenbesitzer. Dann erzählst du jetzt erst davon. Ja, gut. Das stimmt eigentlich. Da hast du eigentlich recht. Aber die Seesaison hat ja zum Glück erst begonnen. Also okay, dann haben wir das jetzt schon mal hier. Das ist doch schon mal schön, ne? Wir stellen mal die 2 Kartons mal. Das professionelle Kassensystem ist endlich da. Ja, Mensch, sieht doch schon toll aus. Super. Ob's auch so schmeckt, wie Sie es sich vorgestellt haben, will das Team jetzt selbst probieren. Koriander, Chili, Erdnuss-Topping für die Asia-Wurst und Ofenkartoffeln statt Pommes. Sieht ja super aus. Also ich glaube, ich werde unser bester Kunde sein. Sehr gut. 9,50 € kostet die Asia-Currywurst mit Kartoffeln. Die klassische Bratwurst im Brötchen gibt's für 4 €. Schmeckt's. Weniger als 50 Cent verdient Hubertus pro Wurst. Gleichzeitig muss man natürlich auch gucken, was ist der Kunde bereit zu bezahlen. Wenn man eine harte Gastrokalkulation macht, würden alle noch mehr in Ohnmacht fallen. Deswegen mischkalkulieren wir natürlich auch. Und mir ist aber lieber, wir machen eine geile Soße und insgesamt ein geiles Produkt und haben einen € weniger verdient, wie so drauf zu beharren und nachher sitzen wir hier alleine auf dem Steg. Hat ja auch keiner was von. 10 Kartoffeln jetzt drauf. Macht man 10 Kartoffeln oder ist das eine gewisse Grammanzahl oder wie macht das? 10 können wir ruhig drauf machen, weil das kostet halt nichts. Christophs Frau Annette sorgt für die Tischdeko. Auch Nikos Schwester und seine Frau schauen am See vorbei. Mit Baby Line. Die Strandbar wird zum Familientreffpunkt. Wir haben uns das hier angeguckt und fanden das mega cool. Und und schon war so das Eis gebrochen, gesagt, da unterstützen wir ja alle. Und dann haben wir gesagt, da sind wir dabei. Bis bald, bye bye. Bis dann, tschüss. Alle, bis auf Julia. Hubertus Freundin hält sich bewusst raus. Aber an Badeseebesuch mit Freunden und der Familie ist für Hubertus heute Nachmittag sowieso nicht zu denken. Ich bin aber ungeschickt heute. Meine Güte. Kleegras für die Schweine. Ich glaube, das muss auch echt verteilt werden. Das ist schon auf jeden Fall ein bisschen warm geworden. Bilden sich ruckzuck dann auch Schimmelpilze. Deswegen muss es rechtzeitig verfüttert werden. Eigentlich sollten die Schweine schon längst auf der Wiese sein. Aber der Zaun fehlt noch. Na komm. Oi. Na, guck mal da. Oi. Das heißt, bald können sie auch richtig rausflitzen oder was ist der Plan? Könnte das vielleicht mit dem See zusammenhängen, warum es vielleicht so ein bisschen hakt beim Zaunbau? Ja, könnte unter anderem sein. Auch die Kinderbetreuung soll nicht allein an Julia hängen bleiben. Nach der Schule bringt Hubertus seine große Tochter Greta zum Tennisunterricht. Das ist eine Stunde einfach nur gucken und hinter dem Hügel, da ist der Hof, da sind die Felder, da ist die Arbeit und hier kann man sich mal ausruhen. Katrin ist Hubertus' Nachbarin. Sie freut sich schon auf das bevorstehende Bauernhof-Festival von Hubertus. Nee, gibt auf jeden Fall noch Karten. Aber es ist tatsächlich die letzte Vorverkaufskategorie jetzt angebrochen.
Bis zu 2000 Leute kommen jedes Jahr Anfang September auf das Musikschutzgebiet Festival nach Hombergshausen. Seit 15 Jahren schon. Dieses Mal feiert Hubertus Vater sogar seinen 80. auf dem Festival auf dem eigenen Hof. Es ist halt was Besonderes. Man ist halt schon so stolz. Ne? So ein kleines Dorf hat so ein Festival, so ein besonderes Festival. Hubertus und sein Hof sind bekannt in der Region. Das Fleisch seiner Tierfabrik verkauft sein Metzger jeden Donnerstag auch auf dem Wochenmarkt in Homberg. Guten Tag. Zum Essen seid ihr noch ein bisschen früh dran, leider. Was gibt's denn heute Leckeres? Leckere Bockwürstchen. Und wie sieht's mit Bratwurst für den See aus? Hast du heute auch gemacht oder machst du die morgen? Machst du morgen. Okay. Genau. Nur, dass genügend Wurst fürs Wochenende da ist. Ne? Also morgen 1000 Stück eingeplant. Das sollte klappen. Auf jeden Fall. Kommt ihr denn noch hinterher mit der Würstchenlieferung jetzt, wo der Imbiss am See auch noch da ist? Man merkt schon. Jetzt mache ich so für den See wöchentlich knapp 1000 Würstchen, so wie ein Dreh. Plus halt was Alltag ist für den Hofladen und jetzt noch im Winter und dann auch Festival demnächst. Ein, manchmal 2 Schweine mehr jede Woche durch den Imbiss am See. Der Saisonstart läuft gut. Seit einer Woche Sonne und 36 Grad. Hier, das 25. Das ist nicht fertig. Ich nehme das hier für die 24. Die 20? Oder? Ja, die 18. Heute wusste ich genau, es wird gebumst. Wie viel Grad hat der? Keine Ahnung, ich würde sagen so 60 circa, oder? Wie heiß ist es hier heute? Warm. Dass es so positiv angenommen wird, gerade am Anfang, wo viele gemeckert haben, also dieses Bioprodukte etc., da dachte ich, na, ob das noch die Kurve kriegt, aber wenn Sonne ist, ist es hier voll. Gibt es das Pommes? Drillinge. So nehme ich das gleich, was Sie genommen haben? Ja. Die Diskussion, die ich geführt habe, warum wir keine Pommes haben, Diskussion darüber, warum wir Drillinge benutzen, wir können ja nicht aus der Sicht ganz einfach sagen, wir haben regionale Küche, gesunde Küche und dann machen wir Pommes. Das passt einfach nicht zueinander. Das ist einfach vom Feeling her nicht passend. Zweimal Drillinge, einmal Drillinge, insgesamt 4-mal Drillinge. Currywurstsoße, die wird selber gemacht und ist halt nicht jedem sein Geschmack, sage ich mal so. Also mein Geschmack war es nicht, auch nicht billig. Ja. Der alte Imbiss war halt so ein bisschen mehr Mittel zum Zweck, so, ne? Halt super große Auswahl, aber gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen viel des Guten. Und ja, deswegen, wir wollten das jetzt heute mal ausprobieren, ob das ein bisschen besser jetzt ist, so, weil, ne, kleine Karte spricht da immer so für sich. Deswegen. Und? Was ist euer Fazit? Es war lecker. Es ist halt, kostet ein bisschen mehr, aber ich denke mal, das ist gerechtfertigt. Und schmeckt auch wirklich gut, kann man nicht meckern. Na komm. Sowas macht man ja nicht, wenn man irgendwie Freude am Geldzählen hat. Ich habe einfach Freude am Tierwohl und an dem, was dann am Ende draus wird. Also ich denke überhaupt nicht in irgendwelchen Wurstkategorien, okay, wie viel Wurst verkaufe ich mit diesem Tier, das liegt mir komplett fern. Auf der neuen Schweinewiese steht das Unkraut fast 2 Meter hoch. Und auch die Getreideernte steht kurz bevor. Bevor wir jetzt zum See gehen und feiern, sollten wir vielleicht erstmal ans Arbeiten und an Ernte einfahren denken. Damit der Spruch von meinem Papa, ne, von wegen nur noch See im Kopf, dass der nicht sich bewahrheitet. Dann fahren wir kurz rein und dann gucken wir mal auf, wie viel Feuchtigkeit da die Tritikale hat. Jetzt messen wir die Feuchtigkeit. Messen wir die Feuchtigkeit. Oh. Er meint, er ist außer dem Messbereich. Ach, also kann man auch so einen Korn nehmen, die sind ja alle ganz weich noch. Wir haben noch Zeit. Feucht. Wir haben noch Zeit. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Wir können erstmal am See
das Wochenende noch verbringen. Und dann geht's nächste Woche irgendwann los. I want you to get together. Put your hands together one time. Sommerferienstart. Na, ist ja gut was los. Guten Tag. Hallo. Und alles gut bei euch? Hervorragend. Ja. Bei dir? Ja, ich habe mich mal von den Erntevorbereitungen mal kurz verabschiedet vom Hof. Ich war ja lange nicht hier, ne? War ja bestimmt 8 Tage nicht hier. Freue mich aber auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Schön, dass du noch lebst. Aber ich will dich nicht großartig abhalten. Wie ist mit Wurst? Habt ihr genügend Wurst? Wir haben noch für heute sollte es reichen, auch denke ich. Ja. 71. Haben uns vielleicht gedacht, das wird alles federleicht werden. Aber wir haben gemerkt, im Alltag ist es dann schon echt stressig. Willst du mit Käse? Wenn man dann selber nicht vor Ort ist, dann merkt man so diese ganzen Kleinigkeiten, die man im Alltag gemeinsam irgendwie dann organisieren kann. Wenn man das übers Telefon macht und dann ich komme mal kurz vorbei, dann fällt vieles hinten runter. Und da müssen wir alle dazulernen. Remember me, I'm the one who had your babies. Grundsätzlich hilft es ja auch der Familie, wenn der Papi irgendwie ab und zu mal einen Ausgleich hat. Genau, oder ich muss ganz dringend einkaufen. Es fehlt Milch. Ich muss Milch kaufen. Ich fahr mal schnell nach Brocken. Mit Badehose. Das ist ja das Gute, habe ich ja hier im Wagen. Deswegen, Handtuch hatte ich ja auch da. Genau, ganz unauffällig. Ich kann in Arbeitsklamotten losgehen und habe hier die Badehose und komme mit Arbeitsklamotten wieder zurück. Vielleicht darf ich mir euer Kopfhörer mal aufhören. Hi. Gute Sache. Prost. Also SAP ist nichts für mich. Wenn du meine Knie gespürt hättest, dann hättest du gesehen, wie schlecht es sich angefühlt hat. Zu Hubertus SAP-Talent hätte Christoph ganz sicher einen lustigen Spruch parat gehabt. Es ging ja um ein Freundschaftsprojekt, wo wir jetzt gemerkt haben, dass das erste Jahr, das, was wir vorhatten irgendwie, wir treffen uns dann hier am See und baden gemeinsam in den Sonnenuntergang, dass das jetzt im Alltag vor 2 Jahren, ne, im Corona-Jahr 1 hätte das vielleicht irgendwie geklappt, wo wir alle wenig zu tun hatten. Aber jetzt ist alles wieder komplett am Laufen und wir hatten gehofft, dass wir mehr Zeit hier gemeinsam am See verbringen können in der Freizeit. Aber irgendwie klappt es eigentlich nicht so, wie er hofft. Ja. Jetzt hab ich Sonnenbrand. Sonnenbrand in Nordhessen. Auch den ersten Live-Musikabend am See muss Hubertus ohne seine beiden Buddies Christoph und Nico feiern. Nico ist auf einer Gesundheitsmesse unterwegs und Christoph kocht für 7.000 Leute auf einem Elektrofestival. Auf dem Hof hat Julia mit Vermarktung und Organisation inzwischen so viel zu tun, dass sie sich Unterstützung wünscht. Ein Bewerber ist da. Zum Beispiel hier diesen Hofladen. Wir haben auch eine Aktion, die nennt sich Kollegenschwein, dass wir an Firmen gerne ganze Schweine verkaufen, die dann in der Firma intern aufteilen. Dann gibt es natürlich noch so Sachen wie den Hubertus im Büro zu unterstützen mit der Buchführung. Auch die Ablage von Hubertus zu sortieren oder ihn da zu unterstützen bei den Postbergen, die reinkommen. Ich nehme ja lieber die Mistgabel in die Hand. Es sind wirklich Berge, die ins Haus flattern. Und wenn du jetzt ökologische Landwirtschaft studiert hast, dann liegt dir das vielleicht auch. Ansonsten haben wir ja noch das Gastronomieprojekt.
also am Singlisser See und auch unsere eigene Gastronomie. Ich muss jetzt rückblickend sagen, dass es für uns ganz gut gelaufen ist, dass wir den Singlisser See als Abnahme hatten und als Vermarktungsmöglichkeit für unsere Wurst letzten Endes, weil ansonsten die Vermarktung, wie glaube ich bei allen Direktvermarktern, rückläufig ist. Also so die ganze Stimmung ist einfach nicht so gut und von daher am Singlisser See sind jeden Tag Leute und wollen Bratwurst essen. Also am Ende hat es uns geholfen. Ja. Diese Grillwurst hat mich jetzt schon viel beschäftigt diesen Sommer, aber Bist du auch schon ein paar Mal hingefahren? ich bin auch schon hingefahren zum Ausliefern, ja. Aber jetzt, dass ich da meine Freizeit verbringe, hat sich bisher noch nicht ergeben. Bis du da baden gehst, dauert es noch einen Moment. Vielleicht nächsten Sommer. Wir können noch zusammen lachen. Ja. Zweimal in der Woche isst das Hofteam gemeinsam. Einer kocht. Die meisten fehlen noch, aber Azubi Lennart muss sich heute mit dem Essen beeilen. Er muss gleich zum See. Die haben gerade ein bisschen Personalengpass. Deswegen bin ich da am Aushelfen. Das heißt, du bist eigentlich Landwirt oder in Ausbildung? Genau, in Ausbildung. Kriegst jetzt Würstchen. Und bin jetzt quasi Teilzeit-Servicekraft. Gestern noch mit Markus, dem Metzger, die Würstchen produziert. Die halben Schweine vom Schlachthof abgeholt und dann abends zum See mitgenommen und gleich selber vergrillt. Naja, aber das war schon irgendwie auch mal ganz cool, dass dann tatsächlich so alle Schritte innerhalb von 2 Tagen und dann ist alles irgendwie einmal selber gemacht und weiß irgendwie, was da alles so an Arbeit drin steckt. Jetzt geht's zum See. Dann Lieferung Tomaten und dann werden Würstchen gegrillt. Ja, wunderbar. Hast du die Badehose dabei? Ja, die wird jetzt noch eingepackt. Sehr gut. Pack die Badehose. Auf Hubertus Hof arbeiten 20 Leute mit. Einige wohnen sogar hier. Im Bauwagen auf ihrer Wagenburg, wie sie ihre bunte Wiese liebevoll nennen. Dann sind viele, die so ein bisschen Kopf schütteln, wenn sie sehen, was hier so die Hippies auf der Wiese machen. Aber wir tun ja keinem was Böses. Und ich wohne ja auch im Haus, ich wohne ja gar nicht hier. Ich bin ja dann immer nur Gast hier hinten. Aber ich finde es mega inspirierend. Jeder hilft dem anderen und das macht dieses auch generationenübergreifende Wohnen jetzt hier auf dem Hof. Der Kleinste ist noch 2, die Älteste ist jetzt über 70. Macht total Laune. Ist es nicht so, dass dir das manchmal auch auf den Sack geht, dass du sagst, oh, so viel Trubel, ich brauche auch mal irgendwie die Zeit für mich? Ich verstecke mich gerne mal im Stall. Da findet mich irgendwann keiner mehr. Ansonsten auf dem Acker kann ich jederzeit noch mit dem Trecker auf dem Acker fahren. Dann ist man auch erstmal weg und dann muss man erstmal gesucht werden, weil ich ja kein Handy habe. Das heißt, das mit dem Handy ist pure Absicht? Eigentlich ja. Eigentlich ist es Mittel zum Zweck, dass man nicht immer erreichbar ist. Und dann ergibt sich das von alleine, dass man sich so ein bisschen dann auch mal, wie sagt man, verpissen kann. Meistens ist Tobi aber doch am liebsten mittendrin. Mitten im Sommer mal eine Auszeit nehmen. Du trinkst ja gerne mal ein Prosecco. Ne? Eigentlich erst, wenn die Ernte rum ist, aber jetzt machen wir das mal mittendrin. Denn endlich haben auch Christoph und Nico Zeit. Erste Bilanz? Ging besser als erwartet, oder? Ja, total. Ich bin völlig überrascht. Also Manchmal bin ich auch bei der Uhrzeit du bist ja wirklich, ich bin völlig überrascht, weil du immer just in time eigentlich geantwortet hast und wir hatten schon so ein paar Unwegsamkeiten. Wir wussten nicht, wie sind unsere Kunden, die hierher kommen und wie verhalten sich alle. Also es gibt immer die, die Pommes wollen, es gibt aber auch die, die hier gern Rumsteak essen wollen oder die einen Pina Colada trinken wollen. Gastro-Konzept ist auf jeden Fall aufgegangen. Dafür, dass wir so einen Kaltstart ja quasi hingelegt haben, ist das, glaube ich, richtig gut gelaufen. Von wegen feucht und nass, aufs Wetter ist Verlass. Das Wetter macht auf jeden Fall das, was es soll an einem See. Ist doch geil. Es soll auf jeden Fall durstig machen und die Leute sollen glücklich sein. Grundsätzlich sind wir sehr glücklich. Jetzt hab ich Sonnenbrand, Sonnenbrand in Nordhessen. Oh, ist das kalt. Ja, das ist eine Perspektive, die habe ich tatsächlich noch nicht. Schön. Das ist geht ja nächstes Jahr weiter, kommt ja die neue Saison. Und dass wir dann vielleicht mehr Zeit hier gemeinsam verbringen können. Und dass so die Freundschaft dann nach und nach auf jeden Fall auch
von diesem Ort hier am Singlisser See dann auch profitieren wird.